Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen und musste am längsten lernen. Seine Brüder aber schrieben ihm, wie es ihnen ergangen war. Sie erzählten ihm, wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Wunschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun wandern wollte, sprach sein Meister zu ihm: Weil du dich so wohl gehalten, so schenk ich dir einen Sack, darin liegt ein Knüppel. Den Sack kann ich wohl umhängen, aber was soll ich den Knüppel drin tragen? Das will ich dir sagen, hat dir jemand ein Leid angetan, ruf nur, Knüppel aus dem Sack, so springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie 8 Tage danach ruhen müssen und sich nicht trägen können. Er lässt er nicht ab, als bis du zu ihm sagst, Knüppel in den Sack. Da dankte ihm der Geselle und hing den Sack um. Wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er: Knüppel aus dem Sack. Da sprang der Knüppel aus dem Sack und klopfte einen nach dem andern auf dem Rücken aus. Nun kam der Drechsler auch eines Abends in das Wirtshaus, wo seine Brüder bestohlen waren. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch. Dann erzählte er von köstlichen Dingen, die auf der Welt manchmal gefunden würden, so wie ein Tischlein deck dich oder einen Goldesel. Das wäre aber noch alles nichts gegen den Schatz, den er erlangt habe und da in seinem Sack mit sich führe. Der Wirt spitzte die Ohren und dachte: Was mag det sein? Aller guten Dinge sind 3, das sollte ich billig auch noch haben. Der Gast streckte sich danach auf die Bank und legte den Sack als Kissen unter den Kopf. Als der Wirt nun meinte, dass er fest schlief und sonst niemand in der Stube war, ging er herbei. Er fing an, den Sack vorsichtig zu rücken und daran zu ziehen, um einen andern unterzulegen. Der Drechsler aber hatte schon lange auf ihn gewartet. Wie nun der Wirt eben einen herzhaften Ruck tun wollte, rief jener: Knüppel aus dem Sack. Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, schlug dem Wirt auf den Leib und rieb ihm die Nähte, dass es eine Art hatte. Der Wirt fing an, jämmerlich zu schreien, bis er endlich zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler: Willst du jetzt das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herausgeben? Oder soll der Tanz von neuem angehen? Ach nein, ich gebe alles gern heraus. Let nur den kleinen Züffel wieder in den Sack kriechen. Diesmal soll's geschehen, aber hüt dich vor Schaden. Knüppel in den Sack, sprach er und ließ ihn ruhen. Nun zog der Drechsler am andern Morgen mit dem Tischlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der freute sich, als er ihn sah und sprach: Nun, was hast du gelernt? Vater, ich bin ein Drechsler geworden. Ein schönes Handwerk, was hast du aber mitgebracht? Vater, einen Knüppel in dem Sack. Sag ich, Knüppel aus dem Sack. So springt er heraus und tanzt mit dem, der mir nicht gut ist. Damit hab ich das Tischchen deck dich und den Goldesel wieder gewonnen. Lasst nur meine Brüder und alle Verwandten kommen, ich will sie reich machen und speisen und tränken. Als sie nun alle beisammen waren, deckte er ein Tuch auf. Er holte den Esel und sprach: Lieber Bruder, nun sprich mit ihm. Da rief der Müller: Brecklebrett. Ei! Da sprangen die Goldstücke, dass es klang, und hörten nicht eher auf, als bis die Leute alle ihre Taschen angefüllt hatten. Dann holte der Drechsler das Tischchen. Er sprach: Lieber Bruder, nun sprich mit ihm. Da rief der Schreiner: Tischlein deck dich. Alsbald war es gedeckt und vollauf besetzt. Nun wurden die Verwandten gespeist und getränkt und gingen vergnügt nach Haus. Der Schneider aber mit seinen 3 Söhnen lebte von nun an in Glück und Freude. Wo ist aber die Ziege hingekommen? Jene, welche schuld war, dass die 3 Schneiderssöhne fortgejagt wurden? Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn du wissen willst, wie das Märchen weitergeht, dann lass ein Abo da.